Wo endet denn für Sie beide jeweils, ich sag mal, das Ende der Meinungsfreiheit? Herr Kubicki, haben Sie schon mal eine Anzeige erstattet wegen Beleidigung? Frau Göring-Eckardt schon mal Anzeige erstattet, dass Sie gesagt haben, okay, ja, das war das eine Wort zu viel, die eine Attacke gegen mich zu viel? Also ich erstatte nur Anzeigen, wenn es Bedrohungsinhalte hat oder meine Familie oder ich selbst bedroht werden. Dann macht es Sinn, weil es auch eine Straftat ist. Aber es macht keinen Sinn, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob jemand zu mir sagen darf, ich sei ein Idiot. Ich bin im politischen Geschäft. Da darf man mich im Zweifel auch so... Frau Strack-Zimmermann sieht das ja ganz anders, ne? Ja. Frau Strack-Zimmermann hat, oder Frau Brandtmann aus meiner Partei daraus ein Geschäftsmodell gemacht, was legal ist. Ich habe Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesagt, sie sollte sorgfältig darauf achten, ob sie Staatsorgane beschäftigen will, einfachen Beleidigungen nachzugehen. Ich halte davon nicht sehr viel. Ich kriege auch jeden Tag 6 bis 8 Mitteilungen von Polizeibehörden. Man habe im Netz irgendwas gefunden und ob ich denn die Verfolgung will. Ich schreibe jedes Mal wieder rein, ich will sie nicht. Und bitte auch darum, von der weiteren Verfolgung abzusehen. Im § 194 Absatz 1 Satz 4 StGB steht es ausdrücklich drin, dass man widersprechen kann. Und wenn man widersprechen kann, ist die Veranstaltung zu Ende. Ich hätte Robert Habeck beispielsweise geraten, bei der Frage Schwachkopf doch darauf zu bestehen, dass es nicht weiter verfolgt werden soll. Denn dann beschäftigt unnötig Ressourcen, die wir woanders einsetzen sollten. Noch einmal, Beleidigungen, auch das sind Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, gehören, sobald sie einen sachlichen Zusammenhang haben, in der politischen Auseinandersetzung dazu. Und diese ganzen Geschichten, wir müssen anständig miteinander umgehen. Ich empfehle dir, Katrin Göring-Eckardt, mal unter meine Posts zu gehen. Die ganzen grünen Trolle, die da rumlaufen, Habeck vor Kanzler, ne, die beleidigen mich auf eine Art und Weise. Und mit Sortisen, wo ich mir auch sage, gut, sind Grüne eben, aber... Habeck vor Kanzler ist noch keine Beleidigung, glaube ich. Habeck vor Kanzler ist, glaube ich, noch keine Beleidigung. Nein, aber Habeck vor Kanzler, die mich beleidigen. Kubicki goes to Adolf beispielsweise. Und wenn ich irgendwas sage oder ne, ich sollte mich doch mal vom Arzt untersuchen lassen, ob ich nicht Alkoholiker sei und. Das sind alles Grüne, die glauben... Das sind nicht alles Grüne? Bin ich ganz sicher. Ich habe nämlich nachgeschaut extra. Ja, das sind grüne Trolle von mir aus. Oder Leute, die sich für Habeck einsetzen. Noch einmal, ja. Ich nehme das zur Kenntnis und nehme das hin. Und wenn sich Leute mal hinsetzen und sich Gedanken darüber machen, jemanden intelligent zu beleidigen, so what, dann ist es doch gut. Meine schönste Beleidigung war, Kubicki, Anwälte sind halbe Verbrecher, Politiker sind halbe Verbrecher, Sie sind beides. Ich wollte mal im Büro Anzeige erstatten und gesagt, nee, der hat sich lange Gedanken gemacht, wie er mich intelligent beleidigen kann. Lassen wir. Frau Göring-Eckardt, wo ist bei Ihnen da das Limit? Also ich habe so... Als es richtig anfing, richtig hart zu werden, da ging es auch darum, dass ich in dem Augenblick, als es um meine Kinder und meine Familie ging, ja, als die hart bedroht worden sind, das war das erste Mal, als ich wirklich auch das BKA gebeten habe, sich das anzuschauen. Und das ist dann nicht so einfach, wenn kleine Enkelkinder betroffen sind und so. Und ansonsten geht es ja, also ich finde es auch manchmal gar nicht so einfach, ne? Was macht man in welchem Fall? Und weil oft geht es ja auch um den Kontext. Und manchmal ist die Beleidigung, die ausgesprochen wird, im Kontext von einer Bedrohung. Manchmal ist die Beleidigung im Kontext von Ironie oder Humor oder was auch immer. Und das ist nicht einfach. Und deswegen halte ich mich in aller Regel daran, dass die Institutionen, die das können, die sich damit beschäftigen, ehrlich gesagt, investiere ich da nicht so viel Zeit rein, zu sagen, wenn die das vorschlagen, dann mache ich das und dann wird man sehen, was daraus kommt. Natürlich können wir hart miteinander umgehen. Natürlich, ich finde nicht, dass Beleidigung zum politischen Geschäft gehört. Da bin ich wirklich dezidiert anderer Meinung, weil Beleidigung ist immer persönlich. Warum sollen wir uns nicht mit Argumenten auseinandersetzen? Warum müssen wir uns gegenseitig sagen, dass wir dumm sind, Idioten oder blöd? Ich finde das verkehrt. Also wir können doch auf alle andere Weise streiten und müssen uns nicht persönlich beleidigen. Auch untereinander nicht, meine ich jetzt in diesem Fall. Und deswegen finde ich, das gehört zur politischen Kultur auch dazu.